Dann macht die da lose hier rum und dann sind wir frei. Ist auch startbereit. Es geht los. Bist du bald frei? Okay, Kamera. Wir verlassen unseren Platz. Frank und Claudia kommen als nächstes hinterher. Tschüss! War schön mit euch! Da vorne steht die Belladonna, die uns auch ganz freundlich hier begrüßt haben, weil sie uns kennen. Liebe Grüße an die Besatzung der Belladonna. Wir haben den Hafen verlassen und hatten heute noch ein schönes Treffen mit Freunden, mit Bootsfreunden und hat viel Spaß gemacht. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Lemmer. In Lemmer werden wir 2 Tage bleiben, weil am Anfang unserer Reise wollten wir nach Lemmer und konnten nicht anlegen, weil da ein Fest war. Sneek ist allseits beliebt. Hier gibt es alles, was das Wassersportherz begehrt. Da ist gerade an der Tanke vorbei, da gibt es einen Wassersportladen, hier kann man Motoren reparieren lassen, hier bei Rimare Elektronik einbauen lassen. Man kann in der Stadt liegen, wenn man Action haben will. Viele liegen auch gerne am Wassertor. Und wir sind gerne vorne im Hafen, weil da für die Anna mehr Grün ist. Das ist in der Stadt eher wenig. Aber Sneek bietet natürlich auch viele Einkaufsmöglichkeiten. Also hier gibt es eigentlich alles. Und jeder, der sein Boot chartert, der kommt bestimmt einmal nach Sneek. Auch heute Morgen ist schon viel los auf dem Wasser. Viele Boote sind unterwegs. Ich genieße es während der Fahrt auch hier vorne an Deck zu liegen. Das Fahrwasser aus Sneek raus ist doch relativ schmal und bei dem vielen Verkehr nutzen wir jetzt auch den Bereich zwischen der roten Tonne und der roten Flachwassertonne. Und das macht die Ausfahrt sehr entspannt. Und gleich sind wir auch schon auf dem Princess Margaret Kanal und dann geht es nur noch über die Autobahn Richtung Lemmer. Keine Brücke, keine Schleuse heute, das geht ruckzuck. Jetzt sind wir aus dem Kanal von Sneek raus und biegen rechts ab. Ja, die nächste Brücke hier wird aktuell nicht bedient, deshalb müssen alle Segler durch Sneek durch und da gibt es schon so ein bisschen, ja, viel Verkehr und Stau. Hier ist auch ein schöner Wasserrastplatz direkt am Kanal, aber doch geschützt. Heute gibt es als Lunch ein frisch gemachtes Eierbrötchen. Ah, lecker. Frisch gekochte Eier Ah, total lecker. und man muss es zusammengeklappt essen. Am besten ist es, wenn ich es hier so annimmst, hier, weil das fällt auseinander. Ja. Ja, vor 1 werden wir nicht in Lemmer sein und deshalb frühstücken wir jetzt an Bord. Unser Ziel für heute Lemmer ist hoffentlich leer, weil die meisten Boote kommen uns entgegen. Alle wollen in den Norden. Wenn wir den Turm sehen, dann wissen wir, das ist nicht mehr weit. Ab da haben wir nur noch rund 6 Kilometer. Das lässt uns hoffen, dass wir einen guten Platz kriegen. Heute haben wir Wind von vorn. Und nicht so schön, es ist schon kalt. Auch wenn die Sonne lacht. Jetzt kommen wir gleich auf den großen Breken. Ich sehe schon vor uns die Schleuse und wir biegen jetzt Backbord ab Richtung Lemmer rein, fahren aber durch keine Brücke, wollen in Lemmer binnen bleiben. Da gibt es schöne grüne Kante, gute Sanitäranlagen. Pfeift der Wind, deswegen können die Segler hier ein bisschen rumsegeln. Kurbeln ein paar Segler hin und her, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Hier vor der Schleuse ist es sehr breit. Da haben sie halt viel Platz zum Segeln. Wir versuchen mal eine neue Perspektive. Marina macht mal die Kamera vorne fest. Hier ist Takoziel mit Tankstelle und die blaue Yacht, die verfolgt uns auch schon den ganzen Urlaub. In Standby gesehen, wie die ausgerüstet wurde, dann in Urk und jetzt ist sie hier. Das blaue Boot aus Urk hat hier seinen Heimathafen gefunden. Lange ist es her, dass ich vor vielen Jahren hier mal ein Ferienhaus gemietet hatte und dann mit einem Sportboot auf dem Eiselmeer Wasserski gefahren sind. Das waren noch Zeiten. Wir bereiten die Leiter vor. Die grüne Kante ist tief genug. Da passt die Leiter und Marina kann beim Anlegen besser aussteigen. Maximal Abstand 1 Meter. Hier ist das Schild. Das finde ich gut. Die Schilder müssten überall hängen. Die waren vom Meldesteiger und sind jetzt rückwärts.
Und wir legen uns jetzt dahinter. Frank fährt zum Meldesteiger und meldet uns an. Und jetzt wollt ihr ganz zurück oder was? Ja, der Hafenmeister hat mich hier vor den Blauen geschickt. Okay, also ganz zurück. Na gut, dann gehen wir dann vor euch. Ich nehme an, dass er euch genau vor uns setzt dann. Ja. Ja, das ist normal. Man soll ja aufrücken. Er hat jetzt für den Blauen geschickt, das heißt, wir werden dann wahrscheinlich genau davor liegen. Gut, dass Frank zum Meldesteiger gefahren ist. Wir legen natürlich nicht an, bevor uns nicht Frank über Funk Bescheid sagt, dass der Hafenmeister uns diesen Platz zugewiesen hat. Er gehört zu uns und meldet uns mit an. Die hören bei übrigens. Ja. Ah, okay, so. Ich bin von Bord. Marina geht von Bord und nimmt die Vorleine mit. So, 1 Uhr war eine gute Zeit. Hier liegt die Gobbi und da kommt auch schon die nächste. Und wir haben jetzt hier einen sehr schönen Liegeplatz gekriegt. Aber hier heißt es tatsächlich vom Hafenmeister Kommando aufrücken. Da gibt es dann nicht so wie, ich lasse mal 5 Meter Platz. Also wir liegen hier schon quasi übereinander, wenn man so will. Und wir haben hier so, ja, je nach Welle so 50 bis 80 Zentimeter. Hier oben vom Cockpit, von der Gallion, hat man natürlich einen riesen schönen Ausblick und kann wunderbar schauen, was hier so in Lemmer rein und raus geht. Und wir liegen hier aber viel schöner und ruhiger und nicht so im Gewusel. Und jetzt gibt es Kaffee und Kuchen auf der Fly. Und hier hat man auch einen tollen Ausblick über Lemmer Binnen. Heute waren wir mal um 1 Uhr da und das war der perfekte Zeitpunkt. 2 schöne Plätze gekriegt, davor ist dann noch eine große Gallion und dann ist die Karte auch schon voll. Und Lemmer Binnen ist man ruckzuck am Strand. Vom Hafen hier durch den Tunnel und schwuppdiwupp ist man schon am Strand. Und dann hinterm Deich ist mittlerweile ein großer Campingplatz mit jede Menge Wohnmobile und auch Caravans. Hier am Ende des Strandes gibt es auch einen kleinen Hundestrand, weil auf den anderen Stränden sind ja Hunde strengstens verboten. Guck mal. Hey, das war nix. Ende vom Strand ist dann der Beach Club. Da gucken wir jetzt mal rein, ob wir vielleicht noch was trinken. Auf jeden Fall wollen wir da heute dinieren. Das hat sich heute erledigt mit Essen. Nichts mit Essen hier. Hier gibt es Sonnenmilch und sonst. Die tun was gegen den Hauptkrebs. Aber ich habe mich heute schon eingeschmiert. Wir sind jetzt an der ersten Brücke, die reinführt. Wir sind hier draußen in Lemmer Binnen geblieben. Aber wir mussten das dicke Gebäude umrunden und können jetzt hier am Wasser lang bis in die Stadt laufen. Jetzt sind wir an der nächsten Brücke. Also wenn man hier zwischen den 2 Brücken was kriegen will, muss man schon viel Glück haben, um noch eine Lücke zu erwischen. Ah, hier könnte ich jetzt die Brücke steuern. Wir gehen jetzt auf die andere Seite und wollen noch in der Sonne ins Restaurant gehen. Ist zwar gefüllt, aber man kriegt immer noch Platz, so wie es aussieht. Da hinten scheint noch was frei zu sein. Ja, auch hier unten gibt es noch einen Platz. Und ja, Lemmer ist gut gefüllt, aber nicht übervoll. Vereinzelt gibt es noch Plätze. Man muss halt Glück haben. Heute essen wir in der Brasserie Nummer 14. Da haben wir einen Tisch am Wasser. 3-mal und einmal die Sparrows. 500 Gramm. Hier kann man 1000 Gramm wählen, das wäre doppelt so viele. Viel. Aber hätte es für die eine übergehabt. Daneben die Straße rein sind auch Dusche und Toiletten hier für den Hafen. Hier Dusche, Toiletten. Und dahinter gibt es auch jetzt einen neuen Albert Heijn, den man hier aus dem Boden gestampft hat. So. Toiletten, auch für Behinderte geeignet. Die Toilette ist hier oben und der Rest muss dann in den Keller. Hier geht es aber steil runter. Damen, die und Herren. Ja.
Eine Dusche mit Hafenkarte. Und hier ist noch eine Dusche. 2 Duschen, eine Toilette. Einfach. Ja, aber die meisten werden wahrscheinlich sowieso auf ihren Booten auf die Toiletten gehen. Daher ist das gar nicht hier so schlimm. Ja, auch hier haben wir wieder gut gegessen. Schnitzel und Spareribs waren lecker. Preislich auch okay. Allerdings muss ich sagen, erste Mal, dass ich nicht so satt geworden bin. Hätte es mehr sein können, aber trotzdem klare Empfehlung. Es passt noch was rein, deshalb essen wir jetzt noch ein Eis. Vom Essen zurück kriegen wir gerade noch die letzten Sonnenstrahlen mit. Toller Sonnenuntergang heute. Unsere Nachbarn gehen los. Wir müssen aufpassen, weil wir ganz dicht liegen. Ein herrlicher Platz hier beim Frühstückskaffee, die Boote zu beobachten. Wir haben einen schönen Blick auf die Brücke und alle Boote, die aus Lemmer rauskommen, müssen an uns vorbei. Und so eins nach dem anderen verlässt jetzt hier den Hafen und genießt den Tag. In Lemmer ist immer ein Kommen und ein Gehen. Die ersten Schiffe sind schon wieder aus Lemmer raus und die neuen Schiffe fahren schon wieder rein. Hier an der ersten Brücke Lemmer ist es doch immer wieder faszinierend, dass trotz viel Verkehr die Brücke sehr schnell und ausreichend öffnet. Lemmer 20 nach 11 und es ist richtig viel Platz. Und da liegt auch Jacqueline, ihre Truppe. Oh oh. Oh, ja, da wird es schon eng. Ja. Der junge Mann, der da auf dem Boot ist, ja, hat er wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Ja, okay. Ja, wir sind jetzt hier in Lemmer und haben das Glück, dass wir die Jacqueline getroffen haben. Das finde ich ja toll. Herzlich willkommen an Bord Apollo. Ja, vielen Dank. Ja, und ich freue mich riesig, euch auch mal kennenzulernen, weil man sieht so viel. Ja? Ne? Ihr seid immer unterwegs, viel unterwegs. Ja, du ja auch. Ja, genau, ja, ich mache es auch unheimlich gerne. Ja. Ja, das ist ja schon schön. So bootserfahrene Frau, die halt eben als Skipperin hier immer ist, das ist eine tolle Sache. Ja, und mehr oder weniger immer mit Mädels. Ja, Das ist ja das, ne, das also ist mischen das würde ich das Besondere. auch nicht. Kommt schon mal vor, im Juli habe ich auch Ja? ein Ehepaar dabei mit Okay. einer Freundin. Ja, mhm. Ja, das geht ja dann noch, wenn, Ja, wenn die das sich ist gut gut kennen. kennt, Ne? genau. Dann ist Ja. das eine andere Hausnummer. Genau. Okay. Das ist immer schon sportlich hier. Hier liegt Jacqueline mit ihrem Boot und wir haben sie besucht. War sehr schön. Ja, danke für euer Kommen. Danke fürs Kennenlernen. Ich habe mich tierisch gefreut. Wir sehen uns bestimmt wieder. Bis demnächst. Tschüss. Ich bin doch überrascht, dass wir um 11:30 hier so viele freie Plätze mitten in Lemmer haben. In anderen Häfen kriegt man um die Zeit noch nichts und hier sind alle, die wegfahren wollen, relativ früh gefahren. Also hier kann man ruhig früh kommen, um einen Platz zu kriegen. Es ist immer schon spannend zu sehen, welche dicke Boote durch die kleine Brücke immer gehen. Das geht hier immer ruckzuck und dann gehen die auch schon durch. Eigentlich kann man das gar nicht glauben, dass die ganze Karte hier praktisch frei ist. Und schon wieder geshoppt. Lemmer wird mir langsam zu teuer. Aber mir nicht. Lunch gibt es hier direkt an der Ecke. Das ist so ein Allround-Laden. Da gibt es Fisch, Frikandel, Eis, alles was man so braucht als Kleinigkeit. Jetzt kommen so langsam die Boote rein und es fängt jetzt an sich zu füllen. Wir haben jetzt kurz vor 1. Ja, und da kommt auch schon der nächste an. Franks Gallien, dann steht hier noch eine große Gallien und dann steht da drüben noch eine kleine Gallien und irgendwo da hinten auch noch eine. Also ist hier ein Gallientreffen gerade. Ja, auf der anderen Seite liegen auch einige Dauerlieger. Da kann man anscheinend jetzt auch übernachten. Sanitärbereich mit Code, der Duschbereich. Ja. Duschmarke 4 Minuten, einfachster Standard, aber geht. Die Duschen waren schon etwas strange, 4 Minuten für eine Duschmarke. Wer viele Haare hat, der kann sich ja eine Stoppuhr hinlegen.
Mit einem extra 50er klappt natürlich bei Duschmarken nicht. Mein Strahl und Marinas waren so dünn, ich musste also schon hin und her hüpfen, damit der Strahl auch meinen Kopf getroffen hat, um das Shampoo wieder loszuwerden. 4 Minuten reichen für mich natürlich aus, ansonsten jo, kann man duschen. Ja, prima. Wir sind heute in Lemmer angekommen. Hat lange gedauert, schon mal bei Facebook geschrieben und heute habe ich tatsächlich Boter und Tour kennengelernt, persönlich, Jürgen mit seiner Frau. Ja. Und ich habe mich total gefreut. Ja. Ja, die beiden liegen ja mit ihrer Gobbi da vorne. Die haben wir durch Zufall ja vor einigen Jahren gesehen, 2 Jahre oder so. Genau. Und wir freuen uns über jeden, der uns begrüßt und der halt auch auf uns zukommt. Ne? Ja, Ja, ist immer schön, wenn man so Kontakte hat, immer, das finde ich toll. ja, klasse. Da sind mit Sicherheit einige, die sagen, Mensch, guck mal, da sind sie. Mit ihren super Videos. Also ich habe die Videos zweimal gesehen immer, wenn vor allen Dingen zu Saisonbeginn oder Saisonende oder auch mal wenn es im Winter was gibt, wenn mal auch ein Video nicht direkt von Lemmer oder von Friesland oder Holland kommt, dann gibt es ja auch noch die Videos von den ganzen Kreuzfahrten. Ja. Die kommen ja nicht dabei. Ja. Ja, okay. Ja, danke. Ja. Ja. So, zweiter Tag, zweiter Versuch. Wir gucken mal, ob wir heute hier einen Platz kriegen. Tisch. Ein Tisch, einen ganzen Tisch. Und heute Abend haben wir es geschafft, im Beach Club anzukommen. Ein super Tisch mit der Wahnsinnsaussicht hier über den Strand. Herrlich. Das ist jetzt ja, der normale Burger, Spare Ribs, Cheeseburger und das Filetsteak, oder? Ja. Ja. Filet. Guten. Limoncello Tiramisu, zur Nachricht und eine Interpretation von Dame Blanche. Heute waren wir im Beach Club. Hier darf man natürlich keine kulinarischen Köstlichkeiten erwarten, aber das Essen war okay und man muss hier immer das Gesamtpaket sehen. Die Location ist klasse und bei so einem Wetter ist es einfach fantastisch, dort zu sitzen. Lemmer gehört immer zur Pflichtstation jedes Frieslandfahrers. Und wir sind auch immer gerne hier, liegen meistens in Lemmer Binnen, weil da haben wir nicht das Gewusel, liegen an der grünen Kante, muss man da natürlich ein bisschen mehr laufen. Die haben auch im Winter hier Betrieb, das heißt auch wenn überall zu ist, kann man hier noch hinfahren und hat warme Sanitärräume. Der Hafenmeister ist speziell, also ein Tipp auf jeden Fall, egal wie leer die grüne Kante ist, erst an den Meldesteiger und sich die Erlaubnis holen, hierher fahren zu dürfen, dann ist alles gut. Also nicht den Hafenmeister verärgern.